Hallo zusammen und willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche. Bei mir gibt es eigentlich nichts zu berichten. Ich nehme heute wieder das Lieblings-Lenormand von Erwin. Erwin, schöne Grüße. Danke für deine Unterstützung das ganze Jahr. Und wenn ihr dran bleibt, am Ende könnt ihr noch eine kleine Wochenbotschaft für euch abholen. Die erste Karte ist schon gefallen. Hier geht es die Woche darum, dass man sich emotional klärt. Hier stellt man sich irgendeinem Gefühl, das kann ein Gefühl aus der Kindheit sein, das kann ein Gefühl sein, das ihr mit euren eigenen Kindern habt. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es auf dem kurzen Weg gut klärbar ist und dass man hier gut vorankommt. Es zeigt sich ja nicht umsonst etwas auf, ne? Es ist einfach so, dass man vielleicht getriggert wird, man erlebt irgendwas, die Emotion will gesehen werden und wie oft unterdrücken wir sie oder drücken wir sie weg. Das macht uns keinesfalls klarer, ne? Sondern man verdrängt es nur, bis es wiederkommt. So, dann haben wir hier tatsächlich im Haus der Unklarheiten die Maus drin. Heißt also, wir klären uns, wir gucken uns die Dinge an, wir finden Antworten. Wir haben hier im Hause des Hauses, hört sich immer ein bisschen blöd an, das Buch drin. Hier kann sein, es kommen viele Dinge hoch oder an die Oberfläche, die vorher im Unterbewusstsein geschlummert haben. Man nimmt aus dem Umfeld irgendwelche Dinge wahr. Man überlegt sich vielleicht auch, wo man irgendwo seine Erfahrungen auf einem anderen Weg einsetzen kann, das dann auch dienlich wirkt für einen. Die einen oder anderen haben vielleicht viel mit Papieren zu tun oder möglicherweise überlegen sie an sich ein neues Kapitel im häuslichen Bereich anzufangen oder auch sich ein anderes Umfeld aufzubauen, sage ich mal so. Ja, das scheint die Woche der Klarheit zu sein. Da, wo ihr keine Klarheit hattet, kommt Klarheit rein, Aufklärung, Aha-Erlebnisse. Es kann hier sein, dass man in der Liebe oder in einer Herzensangelegenheit getriggert wird oder dass da ein Gefühl hochkommt, das man aus Kindertagen schon kennt, denn die Herzkarte liegt hier im Haus der Sense drin. Möglicherweise geht es um Themen, an denen ihr schon lange gearbeitet habt oder wo man den Liebesblues hat, wo man so überdenkt. Wir haben echt stark die Kindertage dabei. Da kommen mir gleich mehrere Ideen. Ne? Wie geliebt hast du dich gefühlt? Wo wurdest du verletzt? Wurdest du angenommen als Kind oder wurde von dir viel verlangt? Das kann alles zu diesen Themen sein, die sich hier zeigen. An sich geht es darum, dass man sich so eine Stabilität aufbaut und dass einen diese Emotion nicht umwirft. Eine Woche, wo man auch mit überraschend guten Neubeginnen rechnen darf, ja? Wo sich Konflikte gut lösen lassen, wo man nicht so diese langen Wege hat, bis etwas zu Ende gebracht wird, sondern wo es von der Hand geht. Wir haben hier im Hause des Kindes des Neubeginns die Blumen dran, hier verbunden mit dem Buch. Mag hier ein oder andere Überraschung für jemanden kommen, die einen erquickt oder gut tut oder auch der Seele hier ein gutes Fundament gibt. Ich habe hier so Dinge, die auch bei der Kommunikation unter einem guten Stern stehen. Nachrichten, die erwartet werden, die irgendwo auch ein bisschen Glück mitbringen und Gleichgewicht. Hier kann sich auch ein beruflicher Erfolg einstellen. Die Berufskarte liegt hier im Haus der Blumen. Kommunikation, Nachrichten. Und ich sehe hier, der ein oder andere macht sich echt andere Türen auf in seinem Gleichgewicht, das er mit einem Gegenüber hat. Es kriegt irgendetwas eine neue Qualität.
sage euch gleich mehr. Ja, alles da, wo das Herz ein bisschen Wachstum braucht, wo man sich auf gutem Boden bewegen möchte, ja, wo die Herzensangelegenheiten auch auf die längere Frist, ich sag mal, gut genährt, gedüngt und gepflegt werden können. Hier ist sehr viel Austausch, Kommunikation, auch so eine Aufforderung, redet über die Gefühle, die euch beschäftigen. Das bringt hier eine ausgleichende Wirkung. Wenn du kein Gegenüber hast, hast du mit Sicherheit jemanden im Freundeskreis. Es geht einfach darum, auch so sich emotional nicht schlecht zu fühlen, in Kleinigkeiten, die manchmal einfach wehtun oder einen stupfen und stacheln, nicht aus der Haut zu fahren, sondern einfach zu gucken, wo kommt es her, warum ist es immer noch da und was hat es mir zu sagen, anstatt es zu verdrängen. Ja? Möglicherweise werden wir hier vom Außen irgendwie auf andere Wege geschubst. Es kann ja auf sehr schnelle Art gehen. Ich habe hier bei den Selbstständigen im Haus das Kleeblatt drin. Auch hier kann man mit guten Entscheidungen oder guten Verträgen, mit einer guten Bewegung rechnen. Ich glaube, dass es vielleicht auch neue Wege gibt, die hier mitgenommen werden können. Also ich sehe von außen den Weg auch aufblühend, ja. Das kann im kleineren Bereich sein, das kann sehr plötzlich sein und es kann da Energie reinkommen, reingeben auf eine Art und Weise, wo vorher viel Verzögerung war. Es können auch hier plötzliche Richtungswechsel anstehen. Guckt mal, wir haben hier tatsächlich eine Woche der Veränderungen, der positiven Veränderungen und der Überraschungen. Trotz allem getriggert sein oder was auch immer, zeigt sich hier im Hause des Buches die Sonne. Hier kommt etwas hoch, das kann dir wirklich auf der Herzebene eine sehr ausgleichende Energie geben. Möglich auch eine Veränderung, die sich dann aufs ganze Leben auswirkt, über die viel kommuniziert wird. Hier kannst du auch mit guten Nachrichten rechnen, wenn du auf irgendetwas wartest. Das habe ich zweimal. Jetzt seht ihr nicht mehr alles. Moment. Ja, jetzt wird es auch wieder spannend. Ich habe da, wo die Energie so unruhig ist, ne, wo man vielleicht innerlich aufgewühlt ist, man weiß nicht so genau warum, man spürt irgendwie etwas, das ist auch das, was einem hier gezeigt wird. Du kannst hier tatsächlich erfolgreich irgendetwas für dich emotional klären, auf einen anderen Weg bringen. Hier liegt der Erfolg mit irgendetwas, ein persönlicher Erfolg, ein Erlebnis, das dich auch sehr beglückt, eine genesende Energie. Das ist wirklich so eine Woche, die wirkt sehr regenerierend in vielen Bereichen. Wir haben hier eine große Kopflastigkeit. Das ist das Einzigste, was mich hier stört, weil das einfach bedeutet, dass man nicht so richtig im Flow ist, dass man spürt, dass Veränderungen anstehen, dass sich auch Kreisläufe karmischer Natur oder ein Stückchen Kreuz, das sehr viel gewogen hat, dass sich das erledigt. Ne? Wir haben den Sarg, das Kreuz, damit verbunden die Veränderung.
Und das sind Dinge, in die hast du schon viel reingegeben, schon viel gelitten, schon viel investiert. Die haben sich in der Vergangenheit gezögert. Manchmal hat dir die Kraft gefehlt. Es kann was mit den Finanzen zu tun haben, denn wir haben hier uns selber im Hause der Finanzen drin. Heißt vielleicht auch, es geht um Selbstwertthemen, um das Thema Versorgtsein, viel tun müssen für sein Geld. An sich liegt hier die Stabilität beim Geld, die liegt hier über die berufliche Schiene, über alles, was vertraglich oder verbindlich auch läuft. Mit dem Haus dran natürlich auch noch so doppelt, dass man so das Feld, das man hat, gut bestückt hat oder ja, dass man einfach gut mit diesem Feld auskommt, das man sich erarbeitet hat. Jedenfalls ist hier viel zu tun, Gedankenlastigkeit und aber auch zu klären mit den Finanzen. Man steigt hier aus einem Kreislauf aus, man öffnet ein neues Kapitel. Viele entdecken die Liebe neu oder öffnen ihr Herz für die Liebe. Was ich auch sehen kann, dass man hier eventuell einen Menschen aus der Vergangenheit wieder trifft, dass sich häusliche Dinge neu strukturieren, das Umfeld sich neu strukturiert. Und ich habe so das Gefühl, dass man vor lauter Denken und Überlegen und Arbeiten und Machen und Tun und sich getriggert fühlen, gar nicht sieht, welches Potenzial hier überhaupt ansteht. Ne? Das Kapitel, das sich hier neu eröffnet hat mit der Sonne, die beste Qualität für eine Veränderung, die sehr regenerierend und genesend wirkt und wo dir so sehr viel klar werden könnte, wenn der Kopf nicht so voll wäre mit Denken. Also Balance, Ausgeglichenheit, Überraschung, kurze Wege, gute Neubeginne und das alles so ein bisschen überschattet. Eigentlich ist es ein guter Tipp, denn das sagt eigentlich auch, sei mal ein bisschen achtsamer, wenn du nur so viel denkst und denkst und denkst und zerdenkst und überanalysierst, entgeht dir hier vielleicht etwas ganz Schönes. Oder wo du auch so Gedankenkreisläufe hast, so Hamsterrad-Dinge, da kommt man nicht über den Punkt, den könnte man hier verpassen. Also seid achtsam, wenn ihr merkt, dass ihr zu viel denkt. Fokussiert euch auf eine positive Veränderung. Wir werden hier konfrontiert mit dem Schicksal. Das Schicksal korrespondiert mit dem Haus. Und da geht es schon um eine Veränderung, die so gewollt ist, die neue Schritte mitbringt, neue Möglichkeiten. Ich denke, hier hat der ein oder andere auch den Wunsch nach Umzug, Auszug, neues Wohnumfeld. Überlegt sich, habe ich das Geld dazu, was investiere ich in mein Umfeld? Und ich glaube, hier stehen auch finanzielle Entscheidungen an. Die Entscheidung liegt hier auch so, dass man sie erarbeitet und dann wieder einen neuen Weg draus formt. Also man hat es schon erarbeitet und es liegt hier dann zur Verfügung und daraus werden neue Entscheidungen getroffen, finanzieller Art. Ich kann es jetzt leider nicht anders ausdrücken. Okay, dann gucken wir, was wir noch für eine Botschaft kriegen für die Woche. Eigentlich haben wir hier wieder diese typische Kombination, karmische Veränderung, die dir Sicherheit mitbringt und dir ermöglicht, ein neues Kapitel zu eröffnen. Man entledigt sich hier einer schweren Aufgabe oder eines unguten Gefühls. Das mag bei jedem ein bisschen anders sein. Denkt daran, es ist eine kollektive Legung. Ja, und wir haben hier die Eule und die Eule bringt das Thema Weisheit mit. Und das ist genau das, was hier am Anfang schon liegt, diese tiefen Erkenntnisse, die jetzt plötzlich zur Verfügung stehen. Man braucht nur Aufmerksamkeit, das habe ich auch hier gesagt, und Achtsamkeit, weil hier kommt uraltes Wissen, das aufsteigt. Die Intuition ist hoch, die Wahrnehmung ist hoch. Aber wenn wir hier so viel denken, kommen wir schlecht dran. Ne?
Die Eule, die sieht ja auch gut und hat eine hervorragende Möglichkeit, viele undurchsichtigen Umstände zu erkennen. Sagte ich auch am Anfang, es ist eine Woche, die Klarheit bringt. Und wenn die Karte zu uns kommt, kommt ja eine Zeit von tiefgreifender Erleuchtung und Transformation. Die Wahrheit ist ja immer so eine Sache, ne? Aber es geht eigentlich darum, hinter die Kulissen zu gucken, die Zusammenhänge zu erkennen. Es ist auch eine günstige Zeit, sich von irgendetwas inspirieren zu lassen. Hier sind überall Botschaften, die gesehen werden wollen. Und hier geht es darum, Ausschau zu halten nach diesen Botschaften und den eigenen Empfindungen auch zu vertrauen. Ihr Lieben, ihr dürft noch dranbleiben für eine kleine Wochenbotschaft. Für den Rest, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich drücke euch bis bald. So, hier bin ich wieder. Ich stelle euch hier die zwei kleinen Engelchen rein. Eins streckt die Beine nach oben, das andere flatscht hier rum, fläzt sich auf dem Boden rum. Und wir schauen, was die uns noch mitgeben für die neue Woche. Wow, das ist mir jetzt direkt um die Ohren gewedelt. Zieh die lieber, sonst muss ich wieder am Boden rumkrauchen, um die zu suchen. Ja, sucht euch eine Seite aus oder ein Engelchen. Wir belassen es dabei bei den zweien. Das ist einmal einmal Engel und einmal Pflanze. Und ich nehme hier diese Seite. Was haben wir denn hier? Die Schlüsselblume. Es geht um Kindheitserinnerungen. Es kann sein, dass der ein oder andere hier mit der Kindheit konfrontiert wird, was er da mal machen wollte. Und die Schlüsselblume öffnet hier verborgene Seelenräume und schließt den Himmel auf. Auch natürlich eine Möglichkeit, aus deiner Erinnerung von dort wieder etwas aufblühen zu lassen, etwas neu anzufangen oder nochmal zu beginnen. Und wir haben hier den Engel des Schutzes dabei. Hier ist man safe, man ist in Sicherheit, egal was passiert. Es geht auch darum, sich das immer wieder mal bewusst zu machen, ne? Dass man eigentlich von oben die Hand drüber gehalten bekommt, dass man getragen wird, auch wenn man das gerade nicht so spürt oder in schwierigen Situationen ist. Oder auch wenn man vielleicht mal zweifelt, dass man überhaupt Beistand kriegt. Hier wirken die Kräfte von oben und um uns herum. Es geht darum, die Angst loszulassen, zu entspannen und sich sicher und geborgen und getragen zu fühlen. Kann natürlich auch sein, ne? Wir hatten das ja im großen Blatt. Wie hat man sich denn als Kind gefühlt? Hast du das Gefühl gehabt, du bist geschützt oder schutzlos? Sowas alles. Hat man dich deine Träume verwirklichen lassen? Alles so Dinge, die auf einen einspielen. Ja, es geht auch darum, sich nicht von Gott verlassen zu fühlen. Und es geht auch darum, dass man wieder diese Sichtweise annimmt, dass man immer verbunden ist und dass man niemals schutzlos oder einsam ist. Wunderschön, das habe ich jetzt gebraucht. Dann nehmen wir die andere Seite. Ihr habt den Klee. Das Glück liegt vor dir. Es hat viele Formen. Jedes Kleeblatt steht für ein anderes Thema. Wunderbar, brauche ich nicht so viel sagen. Und ihr habt noch den Engel der Hochsensibilität. Und hier wird gesagt, dass Hochsensibilität, die ja manchmal auch als Strafe angesehen wird, ein Geschenk ist. Ja, man hat hier vielleicht manchmal das Gefühl, dass man anders ist und dass das dann nicht so passt für alle anderen, aber man braucht das ganze Thema nicht zu verbergen oder zu unterdrücken, nur weil andere Menschen damit nicht umgehen können oder das nicht verstehen.
Du hast die Gabe, hier in alle Tiefen vorzudringen, alles aufzunehmen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass du da die Grenzen wahrst und deine Bedürfnisse erkennst, auch wenn andere denken, na, was soll denn das jetzt wieder, ne? Dass du das einfach einforderst. Tanke Kraft, zieh dich regelmäßig zurück, unterdrücke nichts, was dich auch vielleicht verletzbar machen kann. Und hör auch in puncto dir selber auf diese Hochsensibilität. Also gerade wenn du merkst, das ein oder andere wird dir zu viel oder du kannst irgendwas nicht brauchen oder aushalten, dann gesteh dir das auch zu. Also hier liegt das Glück auch ein bisschen in deiner eigenen Hand. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich drücke euch bis bald.